Ich habe gerade die letzten 4 Stunden damit verbracht, mein Zimmer wieder umzuräumen. Ich weiß nicht, das wievielte Mal das jetzt war. Ich habe aber gleichzeitig auch die Chance genutzt, alles nochmal zu saugen und durchzuwischen, die Pflanzen zu reinigen, also die Blätter abzuwischen, die Pflanzen zu gießen. Ich musste ein paar Pflanzen umtopfen, aber auch eintopfen, weil ich ein paar Stecklinge hatte. Das heißt, ich habe jetzt viel mehr Pflanzen als vorher in meinem Zimmer. Und da musste ich Platz für die machen. Ich habe auch meinen Nachttisch, also diese Leiter, die ich mit meinem Dad zusammen neu lackiert hatte, weggetan. Also die ist gerade neben mir, aber die ist nicht mehr mein Nachttisch, weil mein Bett ja sehr flach ist und ich fand irgendwie hat das so geclasht von der Ästhetik. Ich fand es irgendwie nicht so cool. Das heißt, mein neuer Nachttisch besteht aus mehreren Büchern und Magazinen aufeinander gestapelt. Ich muss aber sagen, ich finde es irgendwie cool. Also ich werde euch parallel einblenden, wie das alles so aussieht oder wovon ich gerade rede, wie das aussieht. Das Einzige, was ich denke, ist, es könnte eine andere Lampe dahin kommen, wie zum Beispiel diese Fado-Lampe von Ikea. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Die sind ja auch nicht so teuer. Deswegen bin ich echt happy damit. Was auch cool aussehen könnte, wäre so ein Teppichläufer für die Ecke. Ich meine, die sind auch nicht so teuer, je nachdem, was für einen. Aber ich hätte gern so einen vintage-marokkanischen Teppich irgendwie. Ich glaube, das sähe richtig cool und cozy aus. Dann, ja, wie gesagt, habe ich ein paar Pflanzen eingetopft, umgetopft. Ich muss sagen, ich weiß nicht, für wie lange das jetzt bleibt, also dieser Ist-Zustand gerade. Oder ob ich in 3 Tagen das wieder umräume. Ich hoffe nicht, weil, keine Ahnung, ich hätte irgendwie keinen Bock darauf, das nochmal alles zu machen. Und sonst die Updates bezüglich des Arztes. Also ich habe ja, als ich den letzten Vlog hochgeladen habe, habe ich ja gesagt, dass ich während der Zeit dann beim Arzt sitzen werde. Und was der Arzt so gesagt hat, das werde ich dann, glaube ich, die Tage erwähnen, also morgen oder so. Denn ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Ich treffe mich um 18 Uhr mit Anna. Also Anna ist jetzt für das Wochenende aus Münster da. Und wir wollen so einen Sunset Walk machen. Ich habe mich eben fertig gemacht, geduscht. Ich esse jetzt noch eine Kleinigkeit mit meinem Dad. Und dann werden wir einfach so um die Häuser ziehen oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht fahren wir auch irgendwo anders hin. Ja, das müssen wir mal schauen. Und das ist so ein kleines Intro vom Vlog. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euch gefällt der Vlog. Ich weiß noch nicht genau, wovon er handelt, aber das ist so das Intro gewesen. Ich sitze gerade auf meinem Bett und mein Kater ist hier. Ich weiß nicht, ob man das 100% sehen kann. Man kann es erahnen. Ich wollte euch mal kurz ein Update geben. Ich hatte ja gestern, bevor ich mich mit Anna getroffen habe, gesagt, dass ich so ein paar Updates habe. Auch was der Arzt gesagt hat. Ich habe ja am Montag einen Termin gehabt beim Gastroenterologen meines Vertrauens. Und ich wollte primär wissen, wo man so Unverträglichkeitstests machen kann oder so durchführen lassen kann. Also eher so Tests, die man online kennt, wo man quasi sowas zugeschickt bekommt, wo man das selber durchführt und dann quasi in die Labore wieder zurückschickt und dann bekommt man eine Auswertung, manchmal innerhalb von ein paar Wochen. Das Ding ist, ich habe selber noch nie Erfahrung mit solchen Tests gemacht. Er meinte selber, er hält da nichts von, weil die irgendwie auch voll oft gefälscht werden angeblich oder keine Nachhaltigkeit beweisen. Und ich war so, okay, well, what is the option? Und er meinte, es
irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich weiß nicht, ob er genervt war, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, er glaubt da nicht dran und deswegen haben wir nicht so lange darüber geredet, sondern über andere Sachen dann auch noch. Aber ich weiß nicht, ob ihr Anlaufstellen für sowas kennt. Also wie gesagt, mir geht es eher um so spezifische Lebensmittel wie Knoblauch, Banane, Soja, whatever, als Sachen wie Laktose, Gluten, weil ich weiß zum Beispiel, dass ich laktoseintolerant bin seit 2018. Seither konsumiere ich das auch nicht mehr, deswegen, das meine ich gar nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Overall Health profitieren könnte, wenn ich mehr oder besser meinen Körper kennenlernen würde hinsichtlich Ernährung. Und ich versuche selber auch immer zu schauen, wenn ich irgendwas nicht vertrage, das zu meiden. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es dauert sehr lange, bis man dann rausgefunden hat und zu 100% weiß, war es jetzt dieses Lebensmittel oder nicht. Deswegen bin ich auch nicht so ein biggest Fan von diesen Tagebüchern, wo man aufschreibt, was man gegessen hat und wie es einem geht, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt nicht selber koche oder so was esse, was so wenig Inhaltsstoffe hat, werde ich ja nicht die ganze Liste aufschreiben bei dem Gericht, was ich gegessen habe. Ich weiß nicht, ob man das macht, aber ich stelle mir das irgendwie voll exhausting vor, weil man dann ja noch immer nicht zu 100% was genau war es jetzt, das irgendwas ausgelöst hat. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Deswegen, falls du oder ihr was wisst, please help me. I would appreciate it. Ja, und ich treffe mich jetzt nochmal kurz mit Anna, weil wir wollten zu so einem Asiamarkt nochmal. Und dann werde ich, glaube ich, einfach einen ruhigen Tag machen.
Ich bin eben nach Hause gekommen und heute ist Sonntag, by the way. Ich war nämlich mit meinen Eltern spazieren für so 1,5 Stunden ungefähr. Wir waren in so einem Naturschutzgebiet. Da war ich das letzte Mal vor einem halben Jahr, glaube ich, also als so Spätsommer war. Und ich muss sagen, es ist generell schön, aber im Sommer ist es halt nochmal viel schöner. Vor allem, wenn man so vor Sonnenuntergang da ist. Auch die Tiere, die man sieht, das ist richtig, wirklich, richtig schön. Und dann habe ich gerade so ein Steckling eingepflanzt. Also man sieht das so ein bisschen da. Und ich hoffe, diesmal wird da was draus, weil ich musste das so aufs Minimalste reduzieren, weil irgendwas war immer mit der Pflanze und jetzt habe ich das so alles abgetrennt und nochmal neu komplett gemacht und diesmal hoffe ich, dass daraus was wird. Deswegen, you'll see the process, also ich werde euch updaten, auch wenn ihr nicht danach gefragt habt, aber ich finde es einfach voll interessant zu sehen. Vor allem jetzt, wo so Frühling ist, geht das ja meistens schneller. Yes, und dann habe ich gerade so eine Nachricht bekommen auf Instagram, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich das irgendwie so ein bisschen surreal finde. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Seiten kennt auf Instagram, die einfach so andere Häuser oder Wohnungen, Apartments, whatever, so reposten, so für Inspiration oder als Inspirationsquelle. Ähnlich wie Pinterest. Und ich folge halt ein paar schon seit Jahren, weil ich einfach dachte, so später, wenn ich dann ausziehe, wenn ich ein eigenes Haus habe oder eine Wohnung zum Beispiel, kann ich immer darauf zurückkommen, weil ich die Seiten irgendwie voll cool finde. Und jetzt zu sehen, dass so mein Zimmer so gefeatured wird auf Seiten, wo so richtige Traumwohnungen drauf sind, finde ich irgendwie sehr surreal und auch als Bestätigung, dass ich irgendwas richtig mache. Und ich habe mich voll drüber gefreut, als ich es gesehen habe. Weil das Ding ist, ich kann es kaum erwarten, auszuziehen, dass ich dann nicht nur ein Zimmer einrichten kann, sondern auch eine ganze Wohnung, sei es Küche, Bad, Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer, je nachdem, wo ich dann wohnen werde. Ich freue mich irgendwie richtig drauf. Ich habe sogar, und das ist sehr weit weggeholt, also in der Zukunft liegend, überlegt, wie man so das Haus meiner Eltern, wo ich gerade drin wohne, renovieren könnte, was man machen könnte, welche Decken man rausreißen könnte, welche Wände man durchbrechen könnte, wo so die Leitungen sind. Aber das ist halt, wie gesagt, sehr weit weggeholt. Ich weiß ja auch noch gar nicht, ob meine Eltern das überhaupt behalten werden, das Haus, oder verkaufen werden oder woanders auswandern, whatever. Deswegen ist es halt sehr weit weggeholt und ich will mir eigentlich auch keine Gedanken drüber machen, sondern die Zeit jetzt genießen, die ich habe. Denn das erinnert mich richtig an einen Kommentar, den ich gestern, glaube ich, gelesen habe unter einem TikTok. Der ging so nach dem Motto, dass man nicht so viel über die Zukunft nachdenken soll, was auch so Veränderungen, Todesfälle und sowas, halt so Schicksalsschläge angeht, weil man dann zweimal leidet. Man leidet dann einmal im Hier und Jetzt, weil man sich darüber Gedanken macht oder das so im Hinterkopf liegt und wenn das wirklich passiert. Und das hat richtig gehittet bei mir, weil ich halt damals schon mit 13, 12 mir Gedanken darüber gemacht habe, was wird irgendwann ohne meine Eltern sein oder wie wird das sein, wie wird es mir gehen, weil das ja so unausweichbar ist. Und ich habe einfach gemerkt, wie groß der Leidensdruck da war, der entstanden ist. Und dieser Satz so von einer anderen Person nochmal zu lesen, gar nicht an mich adressiert, sondern einfach so als random Kommentar, das hat mich nochmal voll berührt. Ich weiß nicht, wie ihr zu so Themen steht oder wie ihr drüber nachdenkt, aber ich finde das eine sehr gesunde Einstellung, dass man sich nicht zu viel Gedanken drüber machen sollte, weil man sollte die Zeit genießen, die man hat und sich nicht darüber Gedanken machen. Ich wünschte, ich könnte das so einfach anwenden, aber ich glaube, ich habe es damals einfach so manifestiert oder mein Brain ist einfach so veranlagt, solche Phasen zu haben, wo solche Gedanken sehr in den Vordergrund rücken. Und deswegen will ich das auf jeden Fall ändern. Es gibt ja viele, die sich gar nicht über Gedanken machen und I wish my brain would work like this. Aber ja, das ist gerade noch nicht der Fall. Alleine die Tatsache, dass ich mir eher darüber Gedanken mache, also für die Zukunft, für den Channel ja, das war ja auch der Sinn des Channels, dass ich mir irgendwann die Videos angucke und dann schaue, wo ich bin, wer dann noch in meinem Leben ist, wer nicht, dass ich eher damit sowas Trauriges assoziiere als was Schönes, ist very telling. Also ich denke dann eher so daran, an dieses weinende Auge und nicht an dieses lächelnde Auge. Vor allem, wenn man so Sachen sieht, man hat Weihnachten zusammen verbracht oder Silvester verbracht oder auch mit Freunden XY gemacht und in 30 Jahren ist, was weiß ich. Deswegen sind das gerade nochmal so Gedanken, die hochkommen gegen Tagesende an einem Sonntag. Ich hoffe, das war nicht zu heavy gerade, weil ich finde es selber manchmal so ein bisschen
zum Nachdenken anregend, wenn andere über das Thema Tod oder so sprechen. Ich denke dann automatisch darüber nach und ich hoffe, das ist jetzt nicht der Fall für euch oder dass das irgendwas Negatives mit euch macht. Aber ich wollte einfach so meine Gedanken teilen. Und ich werde jetzt auch noch was zum Essen mit meinen Eltern und dann schaue ich einfach ein paar Sachen, werde das dann bearbeiten und poste das dann morgen, also an einem Montag. Ich glaube, das ist so die neue Zeit, weil ich gerne den Sonntag meistens auch mitfilmen möchte. Weil ich da auch immer sehr viel mache, beziehungsweise irgendwie motivierter bin zu filmen. I don't know. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Und yes.